Willkommen zur 5-teiligen Näh-Tutorial-Reihe rund ums Thema Kochen. In dieser Serie zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du praktische und dekorative Accessoires für die Küche nähen kannst. Mit diesen Anleitungen bringst du nicht nur Funktionalität, sondern auch eine persönliche Note in deine Küche. Und am Schluss hast du ein einzigartiges Set, bestehend aus Kochschürzen, einem Geschirrtuch, einem Topflappen und einem Ofenhandschuh. Heute starten wir mit einer einfachen Kochschürze mit 3 Taschen. Aufgrund der Verarbeitung eignet sie sich auch sehr gut für Herren- oder Kinderschürzen. Außerdem ist es auch eine hervorragende Geschenkidee. Also abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, wenn du keines der Videos verpassen möchtest. Ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin und in meinem Kanal So You dreht sich alles ums Thema Nähen. Legen wir los! Der perfekte Stoff bringt deine Schürze erst richtig zum Leben. Ich empfehle dir einen 100% Baumwollstoff. Ein etwas dickerer, robusterer Stoff passt für diese Schürze besonders gut. Denk daran, ihn vor dem Verwenden zu waschen, falls der Stoff noch eingehen sollte. Außerdem benötigst du ein farblich passendes Schürzenband aus Baumwolle. Ich verwende ein 3 cm breites Band. Für das Schnittmuster kannst du entweder eine Schürze, die dir gefällt, abkopieren oder du zeichnest eines nach meinen Angaben. Ich zeige dir mein absolutes Kochschürzen-Lieblingsschnittmuster. Ich zeige dir die Konstruktion im Kleinformat, dass es sich besser filmen lässt. Starte mit einer 62 cm Geraden. Zieh an beiden Enden eine rechtwinklige, 56,5 cm lange Linie. Vollende das Rechteck und zieh eine Gerade durch die Hälfte. Diese Linie ist 81 cm lang. Zieh eine rechtwinklige dazu, die links und rechts davon je 13,25 cm lang ist. Verbinde die Enden mit den Ecken des Rechtecks in einer schönen Kurve. Schneide es am Rand entlang aus. Platziere das Schnittmuster auf dem Stoff und achte darauf, dass allfällige Muster auf dem Stoff in die richtige Richtung zeigen. Die seitlichen Geraden müssen parallel zur Webkante verlaufen. Steck das Schnittmuster so fest. Schneide es mit 2 cm Nahtzugaben bei allen Kanten zu. Schneid außerdem ein Rechteck zu, das 66 cm lang und 23 cm hoch ist. Das wird die Tasche. Versäubere die untere Kante des Taschenbeutels mit einem Overlock oder Zickzackstich. Leg den Taschenbeutel mit der schönen Stoffseite auf den Tisch. Verwende Schneiderkreide oder ähnliches, das sich auswaschen lässt. Mach an der unteren Kante des Taschenbeutels Markierungen mit 2 cm Abstand und von der oberen Kante entfernt mit 6 cm Abstand. Leg die untere Kante an die Markierung und bügle den Umbruch. Mach dasselbe mit der oberen Kante. Leg die obere Kante nun an den gebügelten Umbruch und bügle es erneut. Nähe diesen Teil mit einem schmalen Abstand zum zweiten Umbruch entfernt fest. Sichere die Stiche dabei am Anfang und am Ende, indem du einige Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähst. Schneid die Fäden danach ab. Platziere den Taschenbeutel auf der Schürze. Von der unteren Kante der Schürze aus gemessen mit einem Abstand von 24,5 cm. Steck die untere Kante der Tasche so fest. Damit die Tasche 3 Fächer erhält, zieh mit Schneiderkreide rechtwinklige Linien zur unteren Kante bei je 24 cm von links und rechts her gemessen. Oder positioniere die Längsabtrennungen so, dass sie zum Muster auf dem Stoff passen. Steck auch längs ein paar Stecknadeln, um die Tasche so zu befestigen. Nähe die untere Kante der Tasche fest. Sichere die Stiche am Anfang und am Ende und schneid die Fäden danach ab. Nähe nun die Längsnaht. Starte bei der unteren Kante und nähe nach oben. Sichere auch hier die Stiche und schneid die Fäden ab.
Leg die Schürze mit der schönen Stoffseite auf den Tisch. Mach rundherum Markierungen mit 4 cm Abstand vom Rand entfernt. Leg die Kante an die Markierung und bügle den Umbruch. Mach dasselbe mit allen Kanten der Kochschürze. Bei der Rundung bedarf es etwas Fingerspitzengefühl. Zieh wenn nötig die Kante mit den Fingern auseinander, dass sie gedehnt wird und sich besser an die Markierung legen lässt. Bügle stückchenweise, damit du den Stoff immer wieder richtig platzieren kannst. Leg nun die Kante an den gebügelten Umbruch und bügle den neuen Umbruch. Wiederhole das für die ganze Schürze. Auf diese Weise benötigst du nachher kaum Stecknadeln. Falls du aber nicht so gerne bügelst, leg einfach die Kante an den gebügelten Umbruch und steck sie gleich mit Stecknadeln fest. Schneide 2 85 cm lange Stücke des Schürzenbandes zu. Leg es an die Kante der Schürze und falte es mit dem Stoff ein. Steck es so fest. Falte das Ende des Bandes 1 cm um und gleich nochmals. Steck es ebenso fest. Mach dasselbe auf der anderen Seite der Schürze. Für das Band um den Nacken verwende ich ein 48 cm langes Stück, weil ich weiß, dass mir dieses Maß perfekt passt. Wenn du allerdings 2 einzelne Bänder annähst, dann kannst du die Weite später noch anpassen beim Binden. Schneide dazu 2 55 cm lange Bändel zu. Steck sie gleich fest wie die seitlichen Bändel. Nähe die Kanten der Schürze rundherum fest. Starte ganz unten und sichere die Stiche. Nähe beim Bändel angekommen, ganz nach oben und dann einige Stiche rückwärts. Senk die Nadel in den Stoff und heb das Füßchen. Dreh den Stoff und senk das Füßchen wieder. Nähe weiter bis zum Nackenbändel. Dreh dort den Stoff wieder und nähe zuerst rückwärts bis zum Rand des Stoffes. Nähe wieder vorwärts und bis zur nächsten Kante. Nähe die anderen Bändel genau nach demselben Prinzip. Und nähe alle Kanten der Schürze fest. Sichere die Stiche am Ende und schneid alle Fäden ab. Dreh die Schürze, dass die schöne Seite oben liegt. Nähe nahe am Rand entlang die Bändel ein zweites Mal fest. Sichere die Fäden am Anfang und am Ende und schneid sie danach ab. Mach dasselbe für alle Bändel. Nähe die Enden der Bändel fest, indem du auch hier alle Anfangs- und Endstiche sicherst. Schneid alle Fäden danach ab. Auf diese Weise sind die Bändel versäubert und fransen nicht mehr aus. Und fertig ist deine Kochschürze mit 3 Taschen. Wenn du jetzt auch ganz verrückt nach Küchen-Näh-Tutorials bist, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Denn im nächsten Video geht's bereits weiter mit der dekorativen Kochschürze, die mit Schrägbändern eingefasst wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen und Kochen und bis zum nächsten Video.